Hallo miteinander. Heute zeigen wir euch, wie man einen AR15-Abzug installieren tut. Da vorab zum Sagen, es gibt so viele verschiedene Hersteller, so viele verschiedene Varianten von den Abzügen. Wir konzentrieren uns jetzt nicht spezifisch auf einen, aber die meisten werden eigentlich etwa gleich installiert. Am einfachsten würde es gehen, wenn man einen Schraubstock hat, wo man die Waffe einklemmen kann. Wir zeigen euch aber jetzt auch, wie es auch ohne geht. Was ihr dazu braucht, ist ein Benchblock, wäre von Vorteil, ein Durchschlagshammer mit einer harten und einer weicheren Kante, ein 2,381 mm Durchschlag und ein Tool, um den Griff zu demontieren. Da zum Sagen, es kommt da auch ein bisschen darauf an, auf die Marke vom Modell vom Griff. Die haben teilweise halt verschiedene Schrauben drin. Meistens ist es ein Schlitz oder ein Kreuzschraube drin. So, dann machen wir zuerst mal schnell ein bisschen Platz. Anfangen tut es, indem man den Upper vom Lower Receiver trennen tut. Das macht man, indem man da die zwei Stifte durchschlägt. Die gehen nicht ganz komplett durch, die werden aufgefangen, was auch gut ist. So, machen wir zuerst ein. So. Dann können wir den Upper Receiver einfach wegnehmen. Den brauchen wir für die Installation nicht. Als nächstes nehmen wir den Griff weg. Wie gesagt, welches Werkzeug ihr genau dafür brauchen könnt, müsst ihr halt dann spezifisch bei eurem Griffstück nachschauen. Das ist eigentlich immer da rein eine kleine Schraube. Wir haben jetzt hier einen Schlitz mit der Sechskante. Die lösen. Ja, die sind meistens recht lange Schrauben, geht halt das Moment, bis man sie draussen hat. Die brauchen wir natürlich wieder, die tun wir auf die Seite. Jetzt, bevor man den Griff wegnimmt, einfach aufpassen. Auf der rechten Seite vom Griffstück hat es das Federchen drin. Da schauen, dass man den nicht verlieren tut. Und einen kleinen Pin hat es noch drin, wo den Fire Selector orientieren tut. Den geht am besten auch nicht verlieren. Der geht am besten, dass man halt ein bisschen klopfen tut, den Fire Selector ein bisschen bewegen tut. So. Als nächstes nehmen wir den Fire Selector weg. Da am besten den Hammer vorspannen. Da kann man den normalerweise einfach rausziehen. Jetzt sollte man den Hammer wieder entspannen. Da einfach vorsichtig, nicht spicken lassen, nicht dass da einem den Receiver beschädigen tut. Also geführt ablassen. So. Als nächstes nehmen wir den Stift raus für den Hammer. Das geht am besten mit dem Durchschlag. Teilweise ein Hammer. Kommt darauf an, bei gewissen kommt er ein bisschen locker raus, bei anderen ist es ein bisschen strenger. Da muss man halt schauen, wie es dann beim eigenen ist. Sobald der Stift mehr oder weniger drüber ist, tut es normalerweise den Durchschlag dann auch leicht verkanten, was aber nicht so schlimm ist, wenn man halt mit Gefühl und nicht wie ein Ohren am Hammern ist. Dann kann man Abzug heben, Durchschlag rausziehen. So.
Den Hammer kann man dann einfach rauslupfen. Voilà. Den Stift, den brauchen wir nachher wieder. Und als nächstes kommt der Abzug. Der Stift, der den Abzug hebt, ist meistens leichter als der den Hammer hebt. So. Da auch wieder. Einfach rausziehen. Dann kann man den Hammer eigentlich einfach rauslupfen. Voilà. Und schon ist der alte draussen. Die meisten Abzüge, die man kaufen tut, wird der Abzug schon montiert geliefert. Mit den Federn und dem Sier. Der Stift ist normalerweise auch immer drin. Den müssen wir jetzt aber zuerst rausnehmen, sonst können wir es nicht installieren. So. Da auch wieder, bei gewissen geht es leicht. Bei gewissen geht es ein bisschen strenger. So. So, wenn man den Stift rausnimmt, wird einfach das Teil losen. Da muss man einfach schauen, dass der drin bleibt. Keine Hexerei. Die Feder, die hinten drin ist, hat die Führung. Ihr seht es auch, wo der reinkommt. Ist kein Problem. Jetzt tut man den einfädeln. Und zwar so, dass die Federn schlussendlich nachher gegen vorne drücken. Also so. Am besten geht es, wenn man ihn halt so ein bisschen abneigen tut. Abzug einfädeln. So. Aufpassen, dass das Zeug in Position bleibt. So. Dann kann man da eigentlich heben und abdrücken. Jetzt muss man einfach schauen, dass da alles schön auf gleicher Höhe ist. Da kann man den Stift anfangen durchdrücken. Der erste Teil geht meistens ein bisschen von Hand. Dann aber ist der Sier, der meistens nicht schön in Position ist. Wenn das der Fall ist, muss man halt einfach wirklich zurechtdrücken. Geht entweder von Hand oder man kann den Durchschlag benutzen und ein bisschen in Position schieben und von der Gegenseite drücken. Oder? So. Der letzte Teil, da muss man auch meistens den Abzug ein bisschen gegen oben und ein bisschen gegen hinten drücken. Und da kann man auch vielfach das gerade mit der Hand durchdrücken und sonst dann am Schluss noch den Hammer mit der weichen Kante benutzen, um ihn in Position zu bringen. So. Als nächstes kommt der Hammer. Der Hammer ist meistens ein bisschen strenger zum Reintun, aber geht auch. Die kommen normalerweise auch immer schon mit den Federn schon dran. Ja, das ist die Vorderseite, die Hinterseite. Die Federn kommt so an, dass der geschlossene Teil da hinten ist. Und jetzt tun wir den so einfädeln, so, dass er da hinten ist. Und nachher können wir ihn einfach gegen vorne drücken und gegen unten drücken. Da ist halt jetzt auch, kommt ganz darauf an, gewisse gehen ein bisschen leichter, gewisse sind relativ streng. So, das. Da würde ich jetzt auch am besten mit dem Durchschlag arbeiten. Und den von der einen Seite, sobald man den Hammer in Position hat, ein bisschen und den Durchschlag hineinheben. Dann hat man halt die Hände ein bisschen frei. Dann nimmt man den Stift,
Und da mit dem Durchschlag ein bisschen umdrücken, bis man Position hat. So eigentlich wie ein Hebel. Von der anderen Seite drücken wir dann den Stift anfangen reindrücken. Da ist halt eben wieder auch ein bisschen das Spiel, bis man die richtige Position hat. Das ist nicht immer einfach. Und da kann man sonst dann eben auch mit dem Hammer ein bisschen dagegen drücken, dass es langsam reinkommt. Dann jetzt auch wieder einfach bis am Ende vom Hammer reinhämmern, bevor er da an den Receiver kommt. Nicht zu viel Kraft. Dann von der anderen Seite muss man dann wieder schauen, dass er die richtige Position hat, bevor man ihn weiter bewegen kann. Ja. So weit raus schaut, sieht man, nicht schön in Position. Meistens auch wieder ein bisschen gegen unten und gegen vorne drücken. Und da auch, gewisse kann man nachher von Hand eindrücken, andere muss man mit dem Hammer reinhämmern. Darum auch wieder da mit den weichen Kanten. Oder? So. Hammer ist drin. Als nächstes kommt der Fire Selector rein. Für das tun wir wieder Hammer spannen. Fire Selector einfach reindrücken. Ab und zu muss man am Schluss noch ein bisschen bewegen, dass er am richtigen Ort kommt. Jetzt würde ich, bevor wir weitermachen, einfach zuerst eine Funktionskontrolle machen. Da mal den Fire Selector auf Safe. Da zur Sicherheit anheben, dass man den Hammer auffangen kann. Probieren. Abzug blockiert, super. Position auf Führmodus. Abzug drücken. Geht. Zur Sicherheit probieren wir auch noch den Reset. So. Geht. Wunderbar. Dann kann man eigentlich weitermachen. Jetzt da wieder zuerst auf der anderen Seite kommt da die Stiftlinie. Und zwar so, dass mit dem abgerundeten, meistens fast spitzigen Kopf zuerst rein. So. Und als nächstes kommt dann noch der Griff mit den Federn. Da muss man dann einfach schauen, dass die Feder da schön in die richtige Position kommt. So. Das Klick war jetzt, dass jetzt der Fire Selector richtig eingerastet hat. Und jetzt können wir schon bereits da wieder die Schrauben installieren. So. Ja, das ist aber zu ein Fingerchen, um diese Position hineinzubringen. Und da gehen wir einfach rein. So. Da wieder eben ist vielfach recht eine lange Schraube, geht das Moment. So, gut anziehen. Auf die Seite. Jetzt bei meinem spezifischen Griff kommt dort einfach der Deckel noch drauf. Und dann kann man bereits den Upper Receiver wieder drauf tun. Meistens geht es am besten, wenn man von vorne anfangen wird. Rein. So. Dahinter muss man teilweise noch reinhämmern. Da sind wir wieder beim Hammer mit der weichen Kante. Et voilà. Die Installation ist fertig. So installiert man einen AR-15 Trigger. Jetzt einfach noch
zu empfehlen, am Anfang, wenn man das im Schiesskeller ausprobieren tut, am Anfang wirklich nur so mit 1-2 Schuss Funktionalität überprüfen, so 4-5 Mal, und wenn man sieht, dass alles einwandfrei funktionieren tut, dann kann man dann auch mal mit einem vollen Magazin probieren. Danke fürs Schauen und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.